Renato boarded an Imperial ship. No one could stop him slashing his way towards the Emperor. Yes, that was right. To give up now would be to lose everything for nothing. But if he could liberate the land from the Mad Emperor, then he could give up the stone in peace. And those were absolutely his own thoughts. Not the stone manipulating him, right? Oh, yes. Exalted the stone. Feel your power. You'll make history today. He could hear a tiny voice within him. Don't kill the Emperor. The stone will eat your soul. Was it madness? I have to kill the Emperor, he told himself. That's what it meant to be a hero. To do what had to be done, no matter how terrible the cost. Promise the stone. War. If only you had some sort of gun that made horses. Töten wir den Imperator. Aber wird uns dann der Stein verschlingen? Was wird passieren? Was wird passieren, wenn wir den Imperator töten? Wir werden gewarnt, dass der Stein uns dann verschlingt. Allerdings sehen wir es selber so. Wir sind der Held. Wir müssen ihn vernichten. Renato had always wanted a flying carpet. This was more like a flying tabletop, but it would do. Okay. Was ist hier los? Wirkt irgendwie ein bisschen anders. Was ist denn jetzt? Sehr schön. Nochmal zurückgeschlagen. Bin ich denn hier gelandet? Den Ort kenne ich ja noch gar nicht. Dicke, eisig, kalt, windig. Renato remembered when the Emperor had first come to the throne. He built universities and libraries. He used to invite scientists to dinner. What could have made that toad so afraid of death that he would risk bringing back the lost gods? Das ist die Frage. Kämpfe, Schütze, Siege. Vergessen nie, wofür wir kämpfen. Das Imperium bringt den Inseln Frieden, Wohlstand und Stabilität. Bevor mein Großvater für Einigkeit sorgte, kämpfte jedes Tier für sich selbst. Die Starken fraßen die Schwachen. Das war das einzige Gesetz. Die Rebellen wollen unser großes Imperium zerstören. Sie verbreiten Lügen über Gerechtigkeit und Gleichberechtigung und tun so, als könnte die Macht aufgeteilt werden. Aber Gerechtigkeit und Gleichberechtigung können nur mittels einer eisernen Faust erreicht werden. Verbrechen bestrafen, bis es ausgerottet ist. Den Wohlstand aller kontrollieren, bis es keine Gier mehr gibt. Andere Meinungen im Keim ersticken, bis Harmonie herrscht. Diese Prinzipien sind die Säulen, die unser Imperium stützen. Die Alternative ist die Rückkehr zur Barbarei. Du musst für dein Imperium kämpfen. Du musst seine Werte schützen. Du bist die erste und die letzte Verteidigungslinie gegen die Dunkelheit. Du darfst nicht versagen. Kämpfe, schütze, siege. Kriegsmanifest von Imperator Isengrim III. Schon irgendwie finde ich falsch. So kannst du da nicht arbeiten. So kann man doch nicht arbeiten. Kanonen? Kanonen interessieren uns nicht. Die sind gut. Nochmal ein Trüchen. Schade. Das wäre so eine Sache, wo ich sage, da hätten sie doch Verbesserungspotenzial gehabt bei Storys.
mehr Schätze oder sowas, mehr Sachen. Das hätte was gehabt. Wow! Was eine harte Runde gerade, Alter. Das war gerade echt eine harte Runde. Zack, 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 alles weg, Alter. Das ist gerade selber nicht so richtig, wie ich das gemacht habe, aber ich hab's gemacht. For littering, but these islands were short on trash cans. The tiny voice, whatever it was silent. He couldn't see ghosts around him, but he could feel them. If he gave it now, they would be angry. They would have all died for nothing. Who could give up this kind of power? Could anyone? Well, he was just a fox with a talent for swordplay. How had this burden come to him? The Emperor offered the sword, then peace. Yes, peace. That is what he wanted now. Ja, da ist einer müde. Das nur noch töten, nur noch Blut, ein Tod nach dem anderen. Da wirst du auf jeden Fall müde. Oh, this really didn't have much in the way of safety features, did it? Das war eine vernünftige Runde. Könnte besser sein. Aber wir schlagen unsere Schwertenergie auf. Denn langsam nähern wir uns dem Finale. Letzten Schlacht. Der Glück des Frieden oder dem Tod. Was wird es sein? Vor allen Dingen. Wird es das sein? Werden wir für Frieden sorgen? Soon he'd confront the Emperor. Funny that this whole war had come about because the Emperor feared death. And now it was coming for him. There was some sort of lesson there, wasn't there? Hey, Angst vorm Tod, ja, kann man haben, aber man muss ihn halt akzeptieren. Alter, mit dieser Technik Instant Kill ist der Hammer. Wieso öffnet er das Tor eigentlich? Wieso? Warum? Er weiß doch, dass ich komme. Das ist so falsch. The Emperor was cowering in front of his ship. Please don't kill me, croaked Emperor Eisengram III. Here, take the crown. I don't want it anymore. You must kill him, or you have his troops. He will send us. Please, have mercy. The rebellion is one. Or you could be emperor. I'll just go be a scientist, or minstrel, or sell gummy bears. Yeah, I promise not to bother you. With all the love he'd ever had for Zenobia, for Lapino, for the kit foxes he would never have, Renato raised his sword.
Renato plunged his sword into his own chest. Renato screamed as his life force ebbed into the stone and surged back into him, and ebbed out and surged back in. Screamed the stone. It began to heat up. What have you done? The stone began to glow. It became white hot. It became lava. Nice knowing you, said Renato, as the lava ran like butter, and he died. He should go back to some of the choices he'd faced before. Maybe there were new paths that had opened up, like those doors he was opening up all over the map that took him to new treasures and around his enemies. And he hadn't learned anything new this time. He'd done the same thing twice, yet expected a different outcome. Neue Story abgeschlossen. Geschichte Nummer 13. Stimmen. Ein Held, der tut, was unabhängig von den Kosten erfolgen muss. Wir haben die Belohnung bekommen. Ein Level up. Ein Level hoch, finde ich so schön. Ja. Verfolgen wir doch nochmal, was genau wir da gemacht haben. Entscheidung getroffen. Wir haben das Juwel gefunden. Wir haben Zenobia gefunden. Wir haben sie aufgeschlitzt. Aber wir haben auf die Stimmen gehört. Zusammenfassung. Der Iblis-Stein. Er versprach große Macht im Tausch gegen Blut und Tod. Und so begann Renato zu morden. Feinde, Freunde, jeden, der ihm im Weg stand. Dann hörte die Stimme aus der Ferne. Sie flehten ihn an, sich von dem Stein zu befreien. Zuerst die Stimmen derer, die er umgebracht hatte. Dann eine andere Stimme, eine winzige, leise Stimme, die genau wie er selbst klang. Aus dem Tiefen seiner Seele. Renatos Menschlichkeit hing an einem seidenen Faden, den der Mord am Imperator kappen würde. Und als es soweit war, trieb Renato das Schwert in seine eigene Brust. Seine innere Stimme hatte den Stein in die Gleichgültigkeit gewiegt und ihm so eine Gelegenheit zu handeln gegeben. Im Tod war er endlich frei. Was für ein Held bist du? Hatten wir schon, ein Held, der tut, was unabhängig von den Kosten erfolgen muss. Damit hätten wir eine weitere Geschichte herausgefunden. Wir haben aber noch nicht den Lapino gefunden. Noch nicht den Weg des Lapinos. Allerdings... The book's pages fluttered to the beginning once again. Faster than before, and he fell. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Renato knew that using it could go catastrophically wrong, but he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis-Stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it, to take its power without surrendering to its wickedness. On the other hand, his old friend Lapino needed rescuing. Lapino was no game changer, but could Renato really leave an old friend to the Ravens? So, und damit sind wir wieder am Anfang der Geschichte. Wie starten wir diesmal? Ich würde mich freuen, wenn ihr es mir reinschreibt in die Kommentare, was ihr denn meint, wie wir diesmal starten. Retten wir wieder Lapino? Probieren wir es mit dem Sky Ripper? Oder suchen wir wieder nach dem Iblis-Stein? Bis jetzt sind alle Wege leider immer ins Negative ausgebrochen. Wir sind immer in einer Katastrophe gelandet. Daher mal schauen, ob wir zusammen den richtigen Weg finden. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich auf eure Kommentare und daher tschüss, bis zum nächsten Mal.